Mitten im Nirgendwo fahren wir über die Grenze von Kirgisistan nach Kasachstan. Kasachstan war nie Teil unserer geplanten Route. Wenn wir jedoch unsere Reise ohne Flugzeug fortsetzen wollen, müssen wir unbedingt in die kasachische Großstadt Almaty. Warum? Das erklären wir euch später. Kaum haben wir die Grenze überquert, bemerkt Reini etwas Komisches an seinem Rad. Bremsscheibe gebrochen. Ernsthaft? Oh. Sag mal her. Das komische Geräusch war die Bremsscheiben. Die sind scheinbar jetzt so dünn schon geworden, dass sie jetzt gebrochen sind. Ja, krass. Zum Glück haben wir Ersatzbremsscheiben dabei. Dass die Bremsscheibe unser geringstes Problem sein wird, ahnen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Dieser kleine Gewindestifter, der hat uns schon ein paar Mal jetzt Sorgen bereitet. Also, das ist ein absoluter Schmarrn, muss man echt sagen. Scheiße ist das. Geschissen jetzt mal, wie jetzt wegen dem kleinen Scheißding ein Schatz zum Fahren. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Jetzt können wir wahrscheinlich in den Truck einsteigen und weiterfahren. Das Einzige, was wir da machen können, ist außer bohren vielleicht. Bohren ist unsere letzte Hoffnung, den Gewindestifter irgendwie rauszubekommen. Weil sich der Hinterreifen ohne diesen kleinen Teil kaum befestigen lässt, beschließen wir schweren Herzens, die bevorstehende Abfahrt per Anhalter zu überbrücken. Kein Spaß. Es dauert nicht lange, bis ein Lieferwagen stehen bleibt und uns mitfahren lässt. Ali fährt allerdings nicht bis Almaty, sondern nur bis ins nächste Dorf. Kaum hat er uns ausgeladen, werden wir schon angesprochen. Wir versuchen zu erklären, dass wir Hilfe brauchen, um diesen Stift rauszubohren. Das ganze Dorf weiß bereits von uns und jeder hilft mit. Im Laufe des Nachmittags stellt sich heraus, dass wir hier in einem Uigurendorf sind. Uiguren sind eine ethnische Minderheit, die vorwiegend in der chinesischen Provinz Xinjiang leben. In China werden muslimische Uiguren systematisch verfolgt. Hier in diesem Dorf, nur wenige Kilometer hinter der chinesischen Grenze, scheinen viele von ihnen ein friedliches Zuhause gefunden zu haben. Wir werden von einem Haus zum nächsten gefahren, bis wir irgendwann vor diesen blauen Toren stehen. Dahinter befindet sich die perfekte Werkstatt und ein Schlosser, dem wir unser vollstes Vertrauen schenken. Er spricht kein Wort Englisch, wir kein Wort Kasachisch. Das Problem ist trotzdem schnell erklärt und unser Schlosser des Vertrauens hat die Lösung parat. Unser Problem ist also gelöst und zum krönenden Abschluss lädt uns die Familie zum Nachmittagstee und Abendessen ein. Für uns die schönsten Momente auf Radreise. Wir sind heute in der Früh in Bayside losgefahren und wollen heute den heutigen Tag nutzen, weil heute so ist, also es hat eigentlich einen ganzen Tag heute schon richtig schön Rückenwind. Jetzt sind wir mittlerweile schon 96 Kilometer ungefähr gefahren. Bis nach Almaty sind es noch 55 oder sowas. Und jetzt schauen wir, wie weit wir heute noch kommen. Entweder wir fahren bis Almaty rein oder wir campen vor Almaty noch und werden dann morgen in der Früh nach Almaty reinfahren. Und was richtig cool ist, wir haben jetzt gerade die 14.000 Kilometer Marke geknackt.
voll arg. Also das hätte man uns irgendwie, keine Ahnung, man fährt halt auf so einer Reise los, oder? Und dann macht man 1000, dann 2000, 3000, dann hat man mal die 10.000 und jetzt auf einmal, zack, haben wir schon die 14.000 und die Zeit vergeht so, pfiuh, das ist echt ein Wahnsinn. Aber es ist noch ein langer Weg nach Neuseeland, also es eigentlich, wir haben geplant 28.000, jetzt haben wir 14.000, jetzt haben wir die Hälfte. Von der Zeit sind wir schon ein bisschen drüber, aber was soll's, wir haben ja Zeit. Ja, und jetzt müssen wir weiter da, dass wir nach Almaty kommen. Wir sind gestern nur 121 Kilometer im Endeffekt gefahren und sind jetzt so 28 Kilometer vor Almaty. Und da empfängt uns heute um 11 Uhr unser Warmshowers. Und deswegen sind wir jetzt ganz früh aufgestanden, dass wir noch rechtzeitig hinkommen. Und da geht jetzt die Sonne auf. Schaut echt wunderschön aus. Haben wir ein perfektes Plätzchen noch vor Almaty gefunden. Und wir freuen uns jetzt richtig auf eine Woche Stadtleben. Wir haben schon so viel Positives gehört. Und ab und zu tut es ganz schön gut, wenn man eine gute Pizza kriegt, ein Bier. Ganz so sonnig wie hier ist es die nächsten Tage in Almaty nicht. Wir nutzen die verregneten Tage, um unsere Sachen zu reparieren. Die Nähte unseres Zelts sind spröde geworden und wir versuchen, sie wieder wasserdicht zu bekommen. Das Wetter wird besser und wir machen uns endlich auf den Weg zur Paketstation. Heute Morgen haben wir eine Benachrichtigung bekommen, dass unsere Post zur Abholung bereit liegt. Wir können es kaum erwarten, denn es geht um viel. Es geht um die Einreise nach China. Viele Stunden haben wir damit verbracht, zu überlegen, wie wir an ein China-Visum kommen. Wir waren sogar schon so verzweifelt, dass wir nach Alternativrouten gesucht haben. Nur, wie soll man so einem großen Land wie China ausweichen, ohne zu fliegen? Wir haben keine vernünftige Lösung gefunden und so haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, doch noch irgendwie an ein Visum für China zu kommen. Da drinnen sind unsere Reisepässe, unsere zweiten, die wir haben. Und zwar haben wir die jetzt per Post gekriegt. Der Grund dafür ist, weil wir jetzt unser China-Visum haben. Das haben wir jetzt in Wien über eine Agentur beantragt. Da drin sind jetzt die Visa und jetzt ist offiziell, jetzt können wir nach China einreisen. Mega. So cool. Jetzt machen wir auch, ob es überhaupt stimmt. Ja, sicher stimmt es. Oh mein Gott, wow, was das für ein Stress war. Bist du narrisch. Aber jetzt haben wir es. Es hat einen Batzen Geld gekostet. Aber wir wollten unbedingt unsere geplante Route weiterfahren und nicht über Umwege nach China da einreisen. Und fliegen. Und fliegen vor allem, genau. Vor allem mit Zwischenstopp fliegen. Über Dubai nach Indien oder so. Oder über Neu-Delhi, ja genau, nach Kathmandu. Ja, jetzt sind wir echt froh, dass wir es haben. Es hat viel Kohle gekostet, was soll's. Aber wir können jetzt nach China einreisen. Über Land. Über Land, genau. Voll gut. Also, auf geht's noch. China. Mit einem gültigen China-Visum in den Taschen verlassen wir Almaty und machen uns auf den Weg zur chinesischen Grenze. Kilometer um Kilometer wird es wieder ländlicher. Wir kommen durch kleine Dörfer und beim Zelten entdecken wir die Kuriositäten der kasachischen Natur.
Diesen kleinen Herrn hier finden wir witzig und wir freuen uns, dass er uns einen Besuch abstattet. Er sieht so komisch aus, dass uns die vielen Marihuana-Pflanzen, zwischen denen wir es uns gemütlich gemacht haben, kaum noch ins Auge stechen. Als uns dann in der nächsten Nacht einer der giftigsten Skorpione der Welt überrascht, vergeht uns das Lachen. Wir kommen mit dem Schrecken davon. Trotzdem kontrollieren wir am Morgen jede einzelne Tasche, ob sich nicht doch noch irgendwo ein giftiges Skorpionfreundchen versteckt. Der letzte Tag bricht an. Vom Rückenwind kräftig angeschoben, fahren wir die restlichen 100 Kilometer durch die kasachische Steppe, immer in Richtung China. Wie arg, davon ist China. Wir fahren einfach mal so mit dem Radl über die Grenze nach China. Von Kasachstan nach China.